What is BPM? In music, BPM stands for beats per minute. Heute geht es nicht um Beats per Minute, sondern um BPM, Business Process Management. Und Steffen wird uns in unsere BPM Software Anais einen Einblick geben. Danke, Konstanze. Aber auch bei uns geht es ja um Schnelligkeit im Prozessmanagement. Und das will ich euch heute nochmal verdeutlichen. Wir schauen uns heute mal unsere grafische Modellierungsumgebung an. Wir befinden uns im Portal von Anais. Ihr seht hier eure Willkommenseite, eure Einstiegsseite und wir erzeugen jetzt ein BPM-Diagramm. Das machen wir hier aus dem Portal heraus. Einfach draufklicken. Wir erzeugen einen Abrechnungsprozess. Den speichern wir und dann starten wir direkt in der Modellierungsumgebung. Anais hat den Prozess direkt in dem Fall im Projektbereich angelegt und wir können uns jetzt um die Modellierung kümmern. Kurze Erläuterung, ist aufgebaut wie im Portal. Ihr findet links die Navigationsleiste. In der Mitte habt ihr das Zeichenfeld und auf der rechten Seite findet ihr dann das Eigenschaftsfeld für die einzelnen Objekte, für die einzelnen Aktivitäten und Prozesse. Klappt das jetzt hier mal wieder zu, dann haben wir einfach ein bisschen mehr Spielraum bei der Modellierung. Von hier aus kann ich jetzt auf meine Shortcuts, meine beliebtesten Modellierungsshapes zurückgreifen. Es gibt natürlich aber auch hier, wenn ihr das wollt, die komplette BPMN 2.0 Notationspalette zur Auswahl. Die meisten Kunden schränken das aber auf eine gewisse Shape-Palette einfach ein, um so schnell Standards zu schaffen und natürlich auch den Mitarbeitern einen einfachen Standard an die Hand zu geben. Okay, von hier aus starten wir jetzt mal in die Modellierung. Einfach per Drag and Drop das gewünschte Shape rüberziehen. In dem Fall wäre das dann der Rechnungseingang zum Beispiel. Wir können jetzt kontextsensitiv hier direkt weitermalen am Shape. Dann nehmen wir uns jetzt mal einen Subprozess, das wäre die Rechnungsprüfung. Von hier aus brauchen wir jetzt eine Verzweigung, die uns einfach die Möglichkeit gibt, nachzuprüfen, was passiert, wenn die Rechnung korrekt ist und was passiert, wenn die Rechnung nicht korrekt ist. Dazu nutzen wir das Exklusiv- oder Verzweigungs-Icon und benennen das einfach in korrekt. Wir starten jetzt weiter mit der kontextsensitiven Modellierung. Wenn alles korrekt ist, kann die Rechnung gerne auch gebucht werden. Ihr seht schon, falls es den Prozess schon gibt, wird euch vorgeschlagen und ihr könnt ihn einfach wiederverwenden. Und wenn die Rechnung gebucht ist, können wir die Rechnung auch einfach mal bezahlen. Das will ja dann auch jeder haben. Und damit beenden wir den ersten Part. Von hier aus nutzen wir jetzt erneut das Drag-and-Drop-Feature, ziehen eine weitere Aufgabe auf die Verzweigung drauf und nennen das jetzt mal Rechnung zurückweisen. Damit ist der Prozess hier jetzt auch schon beendet. Ich kann das Ganze jetzt hier noch mit dem Verbinder dann dorthin verbinden, wo ich es gerne hinhaben möchte. Ziehe ich mir einfach in dem Fall aufs Ende. Damit steht der Prozess jetzt schon. Jetzt möchte ich natürlich noch meine Verantwortlichkeiten im Prozess modellieren. Das Ganze stelle ich mir jetzt über die Swimlanes hier oben einmal ein. Hier wird auf das klassische DB oder auch RACI-Modell zurückgegriffen. Durchführung, Entscheidung, Beratung und Information. Die Durchführung ist immer als Default eingestellt. Das lassen wir jetzt noch erstmal so. Ich ziehe mir hier jetzt meine Swimlanes aus den Shortcuts rüber. Einfach ins Feld ziehen, fallen lassen. Wähle mir jetzt aus, was ich als durchführungsverantwortlich definieren möchte und bleibe in dem Fall mal bei der Rolle. Und zwar nehmen wir hier mal unseren Azubi. Den packen wir hier mit da rein. Eine zweite Swimlane. Dann nehmen wir jetzt den Buchhalter zum Beispiel. Und damit haben wir das jetzt auch erstmal angelegt. Und jetzt verteilen wir das ganz simpel und vor allen Dingen extrem schnell. Rechnungseingang macht der Azubi. Die Rechnungsprüfung macht der Azubi. Die Rechnung zurückweisen macht der Buchhalter. Die Rechnung buchen macht natürlich auch der Buchhalter. Und die Rechnung bezahlen macht auch. Ihr seht, wie schnell wir jetzt schon die Durchführung zugewiesen haben. Wenn ich jetzt mal auf den Rechnungseingang klicke und fahre mir auf der rechten Seite die Eigenschaften raus, bekomme ich jetzt hier noch ein paar Infos, die ich anpassen kann, eine ID, den Rechnungseingang, den kann ich mir hier auch simpel per DeepL übersetzen lassen, kann eine Kurzbezeichnung vergeben, eine Gültigkeit für welchen Standort zum Beispiel und kann beschreiben, für was diese Aktivität verantwortlich ist. Und hier bekomme ich dann auch gleich angezeigt, wer diese Aktivität durchführt. Zu den weiteren Punkten kommen wir dann im späteren Verlauf noch. Das Ganze haben wir dann auch hier für die Rechnung zurückweisen. Sehen wir auch hier, dass hierfür der Buchhalter zuständig ist. In dem Fall würde ich jetzt sagen, hängen wir doch einfach mal ein IT-System dran. Wir nehmen jetzt hier mal zum Beispiel unser ERP-System, was wir hier mit dranhängen. Hier greift ihr natürlich auf eure Stammdaten im Unternehmen zurück. Dasselbe gilt auch für Dokumente. Hier haben wir eine Checkliste zum Beispiel, die wir da im Endeffekt mitgeben müssen. Wir könnten jetzt auch noch eine Kennzahl verlinken bei den Rechnungszurückweisungen, müssen wir jetzt aber auch nicht wirklich tun. Wir springen jetzt nochmal auf den Rechnungsprüfungsprozess. Auch hier packen wir jetzt einfach nochmal ein Dokument mit hinzu. Hier wieder eine Freigaberichtlinie dran zum Beispiel und ein IT-System
hängen wir hier auch noch mit dran. Haben wir hier schon das Eneas zum Beispiel als IT-System mit dran gehängt. Rechnung bezahlen. Gehen wir mal in die allgemeinen Optionen. Hier hängen wir jetzt eine Kurzbeschreibung dran. Und zwar beschreiben wir einfach, was der Prozess oder die Aktivität, was dort wichtig ist im Endeffekt. Das ist einfach mal mit dran gehangen als Kurzbeschreibung. Und jetzt sehen wir schon, ist der Prozess schon so ein bisschen zum Leben erweckt. Das Ganze kann ich mir jetzt auch nochmal als Swimlane anzeigen, wenn ich sage, ich komme mit diesen Icons nicht so zurecht oder möchte das nicht oder wir sind es halt einfach im Unternehmen gewohnt, mit den klassischen Swimlane-Optiken zu arbeiten. Relativ simpel, ihr geht hier oben wieder in die Swimlanes rein und zeigt euch jetzt einfach alles, was ihr so anzeigen lassen wollt, was ihr so braucht. Seht, relativ simpel, relativ schnell haben wir einfach alles mit hinzugeschaltet. So könnt ihr das Ganze jetzt natürlich auch über einen Freigabe-Workflow publik machen, wenn ihr das wünscht. Ihr könnt jetzt aber auch noch ein bisschen Feintuning machen. Und man könnte jetzt zum Beispiel noch diesen Rechnungsprüfungsprozess ausmodellieren. Einfach markieren und dann seht ihr hier das Pluszeichen. Hier klickt ihr drauf. Und dann erzeugt er euch automatisch schon wieder ein weiteres BPMN-Diagramm, das dann auch hier direkt ausmodelliert werden kann. Ich mache das jetzt hier nur mal beispielhaft, damit ihr es einfach mal gesehen habt, aber eine gute Vorstellung von bekommt. Damit ist der Prozess jetzt hier fertig modelliert. Ich kann den schließen und wer sehe hier unten durch das kleine graue Icon, dass sich hier noch ein Prozess drunter versteckt. Den könnte ich jetzt hier auch direkt aufklappen. Kann ich ihn mir anschauen und könnte sogar hier jetzt weiter modellieren, wenn ich das möchte. Ich schließe den jetzt aber, weil wir hier jetzt erstmal aufhören. Im Zuge der Prozessweiterentwicklung stellt ihr fest, irgendwann, der Prozess hat sich erweitert, es sind einfach zusätzliche Schritte hinzugekommen. Dann könnt ihr das Diagramm jetzt bei uns ganz einfach und schnell um zusätzliche Informationen anreichern. Wenn ihr das aktuell mit so einem halben Layouter macht oder einem ganz manuellen Layouter, dann ist das ja keine wirkliche Zeitersparnis, sondern ihr müsst nach dem Einfügen der einzelnen weiteren Schritte noch ins Layout des kompletten Diagrammes gehen. Und das spart euch keine Zeit, sondern ist eine Mehrarbeit. Und das wollen wir ja auch irgendwo vermeiden, denn die Prozesse sollen ja auch schnell angepasst werden können. Funktioniert bei uns relativ simpel. Wir nehmen einfach hier zum Beispiel die Aufgabe und ziehen die jetzt hierhin, wo wir sie haben wollen. Ihr seht, ihr müsst nichts layouten, sondern packt es einfach direkt hier rein. Der Auto-Layouter macht es komplett automatisch. Auch von hier aus zum Beispiel einen Subprozess einfach einfügen hier rein. Damit seid ihr schon fertig und ihr seht, das Diagramm bleibt weiterhin komplett gelayoutet. Jetzt haben wir hier Blau und Grau für die einzelnen Shapes ausgewählt. Das muss in eurer Umgebung dann natürlich nicht so sein. Ihr könnt hier Standards festsetzen oder passt einfach im Endeffekt die einzelnen Farbshapes dann auch dementsprechend wieder an. Das könnt ihr zum Beispiel hier unten tun. Auf der rechten Seite Zeichnungseinstellungen findet ihr dann hier den Farbverlauf. Da klickt ihr einfach mal drauf, macht mal einfarbig und dann sucht ihr euch einfach die Farbe aus, die zum Beispiel vorgegeben ist. Ihr habt gesehen, wir haben auch die Hexcodes. Ihr könnt also auch euch die Farben vom Marketing geben lassen und das dann komplett in CI und CD des Unternehmens anpassen. Wie ihr seht, funktioniert das bei uns alles super schnell, das ist super einfach, das ist auch super intuitiv. Innerhalb von einem Tag habt ihr von uns gelernt, wie ihr diesen Modellierungskomponente gewinnbringend quasi im Unternehmen einsetzt. Ja. Ich würde sagen, damit sind wir mit der Modellierung erstmal durch, Konstanze. Ja, danke schön für den Einblick und gerne. Unsere Software kann kostenlos getestet werden, einen ganzen Monat lang. Dazu klickt einfach auf den Link, den ich unter dem Video eingefügt habe. Und ja, Steffen, du beantwortest auch die Fragen, die in den Kommentaren stehen, vielleicht im nächsten Video. Gerne, selbstverständlich. Oder registriert euch einfach über den Link von der Konstanze und dann sehen wir uns live in der Vorstellung und ich zeige euch, wie ihr Eneas im Unternehmen einsetzen könnt. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao. Also man hätte noch viel mehr zeigen können, aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, das ist im Endeffekt das, wo es jetzt erstmal drauf ankommt. Don't want to miss this.